Mit der Godot Engine 4.6 kommt ab dem Development Snapshot 2 vom 20. Oktober 2025 ein neues Analysetool namens ObjectDB Profiler. Ein wirklich machtvolles Analysetool, was dir alle existierenden Objekte im Arbeitsspeicher anzeigt, die zur Godot Engine und deinem laufenden Spiel gehören, wo du nachverfolgen kannst, wie viele gibt es von welcher Objektart, wo könnten Performance-Probleme herkommen und welche Variablen haben all diese verschiedenen Objekte. Wie genau dieses Tool funktioniert, wie machtvoll es ist und wie du es einsetzen kannst, zeige ich dir in der heutigen Folge von Godot 4.6 erklärt. Ich bin der Truly Most Wanted und du kannst hier gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es dir gefallen sollte, abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest und jederzeit auch gerne Fragen und Feedback zum Video in die Kommentare schreiben. Und jetzt geht's los. Wenn du den Editor der Godot Engine 4.6 oder höher startest, dann hast du wie bekannt hier am unteren Rand den Debugger. Hier drin gibt es verschiedene Tools vom Stacktrace über Fehlermeldungen bis ganz hinten rechts der neue Eintrag kommt namens ObjectDB Profiler und den wollen wir uns in diesem Video mal genauer anschauen. Denn dieses Tool hier ist wirklich sehr stark, wenn es um Analyse von Projekten zur Laufzeit geht. Zur Laufzeit bedeutet in dem Falle, dass deine Anwendung erst einmal gestartet werden muss. Ob du jetzt hier eine leere Szene hast, ein Sprite drin hast oder ein fertiges Game testen möchtest, das kannst du alles machen. Wichtig ist nur, du musst hier oben über den Play-Button eben Run Project über F5 oder hier hinten mit Start der aktuellen Szene über F6 einmal in den Play-Mode wechseln. Klicken wir mal hier drauf, starten eben unsere Anwendung. Dann kriegen wir hier aktuell einen Fehler aus dem Tutorial-Video, das ist aber in Ordnung und das können wir ignorieren. Jetzt, wenn wir im Play-Mode sind, können wir uns hier hinten den ObjectDB Profiler mal Stück für Stück genauer anschauen. Das erste, was dir auffallen wird, ist, hier oben alle Reiter sind komplett grau, bis auf den ersten Summary, eben Zusammenfassung. Und um hier etwas hinzufügen und sehen zu können, müssen wir zuerst mal einen sogenannten Snapshot machen, eine Momentaufnahme von unserem Arbeitsspeicher der Engine. Dafür gibt es hier oben links den Take ObjectDB Snapshot Button und beim Klicken darauf kann es einen ganz kurzen Ruckler geben. Die Anwendung taucht nochmal hier im Vordergrund kurz auf, um eben einen Frame zu capturen und dann können wir hier im Editor sehen, dass ein neuer Snapshot angelegt wurde. Der hat den Namen des aktuellen Datums, eben hier 3.1.2026 und hier 16:54 und 40 Sekunden. Hier unten nochmal den Timestamp. Da finden wir auch die Godot Game und Editor Version. Hier unten, wie viel Arbeitsspeicher aktuell in Benutzung ist hier. Also 70,9 Megabyte von der Anwendung und wir haben aktuell fast 1500 Objekte im Arbeitsspeicher und gerade mal 4 sind davon Nodes. Okay, das ist eine erste grundlegende wichtige Info, die nehmen wir jetzt gleich mal weiter auseinander. Starten wir hierbei mal mit einer ganz einfachen Beobachtung. Ich habe ja gerade eben die aktuelle Szene gestartet und die aktuelle Szene ist hier oben eine Node 2D, ein Icon und eine normale Node, also in Summe 3 Nodes. Nur wo ist eigentlich die vierte Node? Ganz einfach, das Fenster, in dem die Anwendung läuft, ist die vierte. Wenn wir hier auf Remote klicken, sehen wir oben drüber ist noch die Root Node. Das heißt, unser Szenenbaum, den wir hier in der Remote-Szene sehen, ist genau die Anzahl von 4 Nodes hier unten. Mit der Erkenntnis, dass wir 4 von 1499 Objekten als Nodes haben, kommt aber auch direkt die andere Frage, was sind die restlichen 1495 Objekte im Arbeitsspeicher? Was speichern die für Daten und brauchen wir die überhaupt? Wo kommen die her? Um das genauer herauszufinden, müssen wir gleich mit den neuen Reitern arbeiten, und zwar Classes, Objects, Nodes und Ref Counted. Wir gehen die gleich der Reihe nach durch und du wirst schnell verstehen lernen, was die eigentlich bedeuten. Starten wir zuallererst einmal im Reiter Classes.
und den wirst du sehr schnell verstehen. In der Godot Engine gibt es ja immer eine feste Klassenhierarchie. Egal, ob wir jetzt zum Beispiel in unserer Szene hier oben Nodes einfügen wollen, sobald wir hier auf das Plus gehen zum Einfügen von Nodes, sehen wir hier die Klassenhierarchie. Node ist hier oben die Basisklasse und dann finden wir alle konkreteren Typen von Nodes hier unten drunter angeordnet. Node 2D, Node 3D, darunter unter anderem Kollisionsobjekte, ob Areas oder Bodies etc. pp. Genau diese Darstellung hier ist ja in Godot die Klassenhierarchie. Das gleiche gibt es auch hier unten links. Wenn wir hier Rechtsklick machen, eine neue Ressource anlegen wollen, dann finden wir hier eben die Basisklasse Resource und alle konkreteren Arten von Resources hier unten drunter und wie sie voneinander ableiten. Das gleiche können wir hier übrigens auch feststellen. Und zwar, wenn wir hier ein paar Dinge zuklappen, bis ungefähr hierhin, hier haben wir Node und die verschiedenen Objektarten, die weder Nodes noch Ressourcen sind. In der Godot Engine gilt grundlegend, jede Art von Objekt, egal ob es eine Ressource ist oder eine Node ist, leitet von der Basisklasse Object ab. Darunter haben wir dann eben unter anderem RefCounted und zu Referenzcounting gehört auch unter anderem Resource. Das heißt, da haben wir den Einstiegspunkt für das Anlegen von Ressourcen. Und wir haben hier auch unter anderem Nodes und da unten drunter eben den kompletten restlichen Katalog. Wir können also hier gut nachverfolgen, zum Beispiel von jetzt hier den Objekten von 1498 sind 4 Stück Nodes. Von diesen 4 Nodes haben wir genau 2, die vom Typ Canvas Item sind, darunter 2, die vom Typ Node 2D sind und eine, die vom Typ Sprite 2D ist. Verfolgen wir das mal in unserer Szenenhierarchie. Und wir gehen mal hier oben in die lokale Szene und machen das hier. Was wissen wir denn? Node 2D leitet ab von der Klasse Canvas Item. Canvas Item leitet ab von der Klasse Node. Das können wir hier oben ganz simpel ablesen. Das ist diese Dreierkette hier. Also wissen wir alleine schon mal, dass Node 2D einmal zu sich selbst zählt, einmal zu Canvas Item und einmal zu Node. Dann haben wir hier Icon. Ein Sprite 2D, eben hier dieses Texture-Icon hier in der Mitte, leitet ab von Node 2D. Node 2D, wie eben schon gehört, von Canvas Item und das wiederum von Node. Das heißt, wir wissen hier unten, ein Sprite 2D ist eine Node 2D, ist ein Canvas Item, ist eine Node. Man kann also grundlegend sagen, immer dann, wenn ihr hier so einen eigenen Abschnitt findet, zum Beispiel eben für Sprite 2D, dann könnt ihr für diese Klasse hier im ObjectDB Profiler 1 nach oben zählen, sowie auch für alle Klassen, wovon die oberste hier ableitet. Das heißt, Node 2D wird um 1 hochgezählt, Canvas Item wird um 1 nach oben gezählt und hier unten die Basisklasse Node natürlich auch. Und, was man nicht vergessen darf, Node ist jetzt ja nicht die oberste Klasse selbst in der Hierarchie. Ihr merkt selbst, darüber ist noch Object, das wird auch um 1 nach oben gezählt. Machen wir mal das umgekehrte Beispiel und wir fokussieren uns mal auf die Ressourcen. Also wir klappen hier Node zu und gucken mal hier oben unter RefCounted bei Resource hinein. Denn hier finden wir alle verschiedenen Arten von Ressourcen. Ihr merkt hier, es sind 369 verschiedene Ressourcen geladen und darunter alles mögliche hier von Input-Events, von Styleboxen, Texturen, Shadern und vielem mehr. Also im Grunde alles, was hier unten links im Dateibereich eures Projektes liegen kann. Und jetzt gucken wir uns mal hier das Icon SVG an und ihr merkt ja hier beim drüberhovern, die zählt zu den komprimierten Texturen 2D. Compressed Texture 2D. Und da merken wir hier, Compressed Texture 2D hat genau einen Eintrag. Das kann ja nur das hier sein. Und auf der rechten Seite hier in der Objects-Liste finden wir auch nur genau einen Eintrag. Und wenn wir da draufklicken, dann sehen wir hier oben einmal eben den importierten Pfad von der Textur, aber eben mit dem Namen Icon SVG. Das muss also genau dieses Objekt hier sein.
Steht ja auch hier unten drunter, Resource Path is res icon svg. Also dort können wir also direkt nachverfolgen auch, wo kommen Sachen her. Aber hier gilt genau das Gleiche. Wir wissen, wir haben eine Compressed Texture 2D, die wiederum leitet ab von Resource und das wiederum leitet ab von Ref Counted. Also kann man für alle drei Bereiche sowie eben hier oben die Basisklasse Object um 1 nach oben zählen. Wie du dir schon denken kannst, wäre das händische Durchscrollen aller verschiedenen Klassen, die es so gibt, doch sehr zeitaufwendig. Deswegen gibt es hier oben ein Suchfeld, wo wir nach den Dingen suchen können, die uns interessieren. Zum Beispiel alle Arten von Texture. Dann können wir eben das Ganze hier auf die Objekte beschränken. Oder alles, was mit Audio zu tun hat. Hier haben wir Audio Server, weil wir jetzt bei uns gerade kein Audio Stream haben. Es werden nur die Dinge gezeigt, wo mehr als ein verfügbar ist. Nur zum Zeigen hier kurz bei Texture seht ihr ja selbst, da gibt es eben hier 1 bis Objekte und bei Audio Streams haben wir ja keinen einzigen im Projekt, deswegen 0. Wir könnten gucken nach Video, also Video Stream haben wir auch keinen einzigen, nach Meshes. Da gibt es anscheinend hier 2 Array-Meshes in unserer Szene und ja, das könnt ihr halt durchfiltern, um die Sachen zu finden, die ihr braucht. Und dann über die Objekte hier euch direkt anschauen, was genau ist das eigentlich. Gehen wir jetzt in den nächsten neuen Reiter und der nennt sich Objects. Hier geht es nicht mehr um die konkrete Objektanzahl, sondern um eine Analyse der Verhalten. Denn in dieser neuen Liste hier finden wir jetzt alle Objektinstanzen, die im Arbeitsspeicher existieren, von oben nach unten aufgelistet. In den Spalten finden wir ganz vorne mal die konkreteste Klasse eben. Also wir haben zum Beispiel hier ein Theme Object, das hat den folgenden Namen und da hinten dran sind 2 Spalten, Inbound References und Outbound References, also die Anzahl der eingehenden Referenzen auf das Objekt und die Anzahl der herweggehenden oder rausgehenden Referenzen von diesem Objekt auf andere Ressourcen, andere Nodes, andere Objekte. Und wenn wir uns mal hier oben das Farbschema anwählen, sehen wir wie gewohnt hier rechts im Inspektor die aktuell gesetzten Werte, aber wir können hier unten in dieser kleineren Ansicht jetzt nachverfolgen, welche Referenzen auf das Farbschema gehen und ausgehend von dem, welche auf andere Objekte liegen. Wir haben hier eine Anzahl von 376 weggehenden Referenzen auf andere Objekte und eingebettete Ressourcen, zum Beispiel eben hier oben die Standardschriftart. Wenn wir jetzt hier drauf klicken, dann landen wir in der Liste genau da unten und wir sehen, die Schriftart hat hier in dem Falle 28 eingehende Referenzen und keine weiteren, die weggehen. Dann könnten wir hier gucken, wo sind die Sachen denn in Benutzung und ihr merkt, die gehören hier alle zum Farbschema, wo wir eben drauf waren, weil es eingebettete Ressourcen sind. Wir klicken mal hier auf die Default Font drauf und landen wieder hier oben bei unserem Farbschema-Objekt, wo auch die anderen Arten von Objekten drin sind. Also ihr könnt hierüber eben Zirkelreferenzen aufdecken von Objekt A auf B, von B wieder auf A oder eben schauen, wer hat wie viele Referenzen, wo sind vielleicht Dinge unnötig gestaltet. Das kann man so ein bisschen hier Schritt für Schritt nachverfolgen und iterieren. Wenn ihr euch auch hier etwas Zeit bei der Suche sparen möchtet, dann habt ihr hier oben erneut wieder ein Suchfenster. Ihr könnt hier nach allen möglichen Dingen suchen, egal ob es eben Klassennamen sind, wie hier links, oder Objekt-IDs und Namen wie hier in der Mitte. Zum Beispiel geben wir hier einen Begriff Theme und wir kriegen hier 3 Einträge. Einmal die globale Theme-Datenbank, dann ein Theme-Kontext und eben das Standard-Farbschema hier oben. Wir könnten mal hier nach Audio gucken und kriegen eben den Audio-Server und dessen Instanz. Dann könnten wir mal nach Input schauen, kriegen einmal Input-Event-Keys hier geliefert. Dann haben wir einmal auch die Input-Map und Input hier unten und das könnt ihr so wiederholen.
Plus oben drauf kommt. Sowohl hier bei Classes als auch bei Objects habt ihr hier rechts diesen Pfeil mit den 3 Strichen und könnt zum Beispiel nach Klassenname alphabetisch sortieren, aufsteigend oder absteigend, nach Name des Objektes hier in der Mitte oder auch nach der Anzahl der eingehenden Referenzen von wenig nach viel oder viel nach wenig, sowie auch bei den rausgehenden Referenzen hier absteigend. Das ist im Übrigen hier die Standardsortierung. Der nächste Reiter ist wirklich sehr simpel, deswegen heißt er auch einfach Notes. Hier drin ist ein Abbild von eurem Szenenbaum. Also das, was ihr oben links hier in der Remote Scene sehen könnt, das wurde zum Zeitpunkt bei der Erstellung dieses Snapshots hier einmal gespeichert und abgebildet. Und jetzt können wir nachgucken, was war vor 10, 15, 20 Minuten hier die Werte im Root Window. Was waren die Werte in dieser Node 2D, im Icon und in der normalen Node. Das können wir hier alles nachverfolgen. Das ist nicht veränderbar, sondern nur lesbar eben. Und es kann also ganz praktisch sein, wenn ihr im laufenden Spiel zum Beispiel Animationen oder NPCs und Co. konfiguriert und ihr sagt, oh, das muss ich mir eigentlich mal kurz zwischenspeichern, dann macht ihr euch einfach hier einen Snapshot, könnt hier per Rechtsklick das Ganze umbenennen und dann hier auch entsprechend bei den verschiedenen Nodes gucken, welche Werte waren dort gesetzt. Und jetzt kommen wir zum 4. und letzten Reiter und das ist hier oben RefCounted. Ihr habt eben schon gemerkt, RefCounted ist eine Klasse in Godot. Und zwar kurz zum Nachschauen hier unter Classes, das ist direkt unter Object drunter. Also RefCounted Objekte leiten von der Klasse Object ab. Und wenn wir hier mal RefCounted aufklappen, seht ihr auch, dass Ressourcen ebenfalls von RefCounted ableiten. Das heißt, in diesem Reiter findet ihr alle Arten von Klassen und Objekten, die in diese Kategorie hier unten drunter fallen. Nodes gehören hier nicht dazu, weil die haben ja auch hier ihren eigenen Reiter. Und jetzt können wir halt hier wieder genau wie vorher schauen, welchen Klassentyp haben wir denn hier? Wie heißt das Objekt? Und hinten dran wieder 4 neue Spalten, die sehr simpel erklärt sind. Wir haben einmal die nativen Referenzen. Das heißt, wenn irgendwelche anderen Objekte Referenzen auf etwas haben, dann ist es eine native Referenz innerhalb der Engine. Die Objektdatenbank ist das Kernkonstrukt, wo drin die Objekte gespeichert sind und die hat immer entweder eine Referenz oder keine Referenz. Addiert man diese beiden Spalten Nativ- und Objektdatenbank zusammen, dann kommt man auf die Gesamtanzahl aller Referenzen. Und wenn Objekte Zirkelreferenzen aufweisen, A verweist auf B und B verweist auf A, dann hätten wir hier eine 1 eingetragen, eben weil wir über die Objektdatenbank hier einen Zyklus herstellen können. Und ja, das ist im Grunde die Kernaussage dahinter. Ihr könnt hier wieder Objekte anwählen, euch anschauen, welche Referenzen gibt es für dieses Objekt in der Datenbank selbst. Ihr könnt auch wie vorher hier die Variablen euch im Inspektor der Engine angucken und natürlich auch hier oben wieder filtern. Zum Beispiel wählt alle aus, die Image sind, alle, die was mit Mesh zu tun haben, alle, die von irgendwelchen Shadern sind. Was hier interessant ist, ist auf der rechten Seite die Info, ob es Duplicates sind, also eben Referenzen, oder ob diese nachher unique sind. Das kann man sich quasi hier sehr schön ablesen und man weiß dann auch, dass es einfach nur Referenzen sind und keine neuen Objekte. Genau wie vorher könnt ihr auch hier filtern, eben nach Klassenname, nach Objektname, nach Anzahl der nativen oder Objektdatenbankreferenzen oder nach der Gesamtanzahl aller Referenzen, aufsteigend und absteigend jeweils möglich. Damit haben wir jetzt den Umfang des ObjectDB Profilers zumindest für einen Snapshot abgedeckt. Es gibt aber noch ein weiteres Feature, was ihr euch in jedem Falle anschauen solltet. Bisher habt ihr die Features gesehen für einen einzigen Snapshot. Es kann aber noch mehr als das.
Denn der ein oder andere von euch kennt sich bestimmt ja auch mit GitHub aus. Und wenn ihr bei GitHub unter anderem an Projekten arbeitet, ihr macht einen Commit, einen Push zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann könnt ihr euch ja auch zwischen jetzt und einem späteren Punkt, wo ihr was gemacht habt, einmal die Unterschiede anschauen. Zum Beispiel eben, welche Zeilen wurden in einer Datei hinzugefügt oder wie hat sich etwas geändert. Das könnt ihr jetzt in der Godot Engine auch machen im ObjectDB Profiler. Ihr fragt euch wie? Ganz einfach. Ihr müsst erstmal einen zweiten Snapshot erstellen, ungefähr so. Dann, wenn der zweite jetzt hier erstellt ist, knapp 2 Stunden, 20 Minuten später im Vergleich zum ersten, dann könnt ihr hier einen von beiden auswählen. Das ist euer Snapshot A in dem Moment. Nehmen wir jetzt mal hier den neueren und am unteren Rand des Editors habt ihr hier Diff Against, also vergleiche Unterschiede mit wem. Dann nehmen wir mal den anderen von 16:54 Uhr und jetzt werden diese beiden als A und B betitelt. In dem Falle A ist hier der zuerst ausgewählte, der hier links markiert ist. B ist derjenige, der hier unten links ausgewählt ist. Und jetzt könnt ihr genau wie vorher hier durch die Klassen gehen, durch die Objekte, durch die Nodes und durch RefCounted und Vergleiche anstellen zwischen Snapshot A und B für beide Objekte. Wir machen hier mal ein kleines, simples Beispiel. Nehmen wir mal unsere lokale Szene hier oben mit unseren 3 Nodes. Ich will jetzt mal die hier löschen, einfach entfernen drücken, ja. Und bei dem Icon würde ich ganz gerne im Canvas-Item hier die Visibility im Modulate einfach mal auf Rot setzen, ungefähr so. Und dadurch habt ihr halt hier genau dieses Beispiel. Jetzt haben wir hier eine geänderte Variable und eine Node, die gelöscht wurde. Jetzt machen wir mal hier einen neuen Snapshot, diesen hier, 19:16 Uhr. Und erneut, wir wählen den hier oben aus, vergleichen mal Unterschied zu 19:15 Uhr, nennen die eben wieder A und B. Und wenn wir jetzt mal hier zum Beispiel in Nodes reingehen, dann merkt ihr, im Vergleich zu vorher, wo diese Node existiert hat, ist diese jetzt hier gelöscht worden. Rot ist entfernt, grün war vorher da gewesen. Und das ist der Unterschied hier. Plus, wenn ihr auf die Node draufklickt, seht ihr die Werte von vorher, die sie hatte, und hier von nachher. Jetzt dasselbe Schema mal bei Nodes, bzw. hier einmal Node Icon, Snapshot A oder Snapshot B. In Snapshot A sieht dieses Icon hier mit Modulate auf der Farbe Rot aus. In Snapshot B wiederum ist das Modulate hier einfach weiß gewesen. Das heißt, ihr könnt jetzt eben hier genau verfolgen, was war vorher wie gewesen, wie hat es sich verändert. Und was ich mir jetzt doch wünschen würde, wäre ein Button, um genau diese Node-Konstellation wieder herzustellen. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Stellt euch mal vor, ihr habt beim Level-Design Momente, wo ihr sagt, das würde ich gerne als Snapshot archivieren und zu einem späteren Zeitpunkt einfach wieder dorthin reverten, weil mir mein neueres Design doch nicht gefallen hatte. Ihr könnt ja auch hier links bei Snapshots die Sachen einfach passend umbenennen, zum Beispiel eben hier, sagen wir mal, V1.0 vom Level und das andere ist eben V2.0 oder halt genau umgekehrt. Also dieses Tool bietet schon einige interessante Ansätze und Ideen und ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft noch weiter ausgebaut wird. Für den Moment aber für die Analyse zum Nachschauen, welche Objekte von welchen Typen existieren, wie oft, welche Werte waren zu dem Zeitpunkt gesetzt. Das ist ein praktisches Feature, mit dem du in jedem Falle herum experimentieren solltest bei deinen Spielen. Und du kannst es auch wunderbar kombinieren mit dem Profiler. Denn wenn wir den laufen lassen, während unsere Anwendung ja hier läuft, seht ihr ja hier auch Framezeiten,
welche Sachen brauchen wie viel Leistung. Das könnt ihr euch alles hier im Detail genauestens angucken. Plus über Monitoring hier oben auch die FPS, wie die schwanken und was sich hier für Änderungen über Zeit ergeben. Also diese 3 Tools, ObjectDB Profiler für die Objektanzahl, dann einmal das Monitoring sowie auch den Profiler hier. Das sind wirklich sehr gute Tools für eure Spiele zum Analysieren. Das war die heutige Folge über Godot 4.6. Ich bin mir sicher, einige von euch haben hier den ein oder anderen Fakt mitnehmen können. Wenn ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was euch dieses Video gebracht hat. Sonst gerne auch Feedback da lassen, einen Daumen nach oben geben und gerne abonnieren, wenn du weitere Videos sehen möchtest. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bye bye!